Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2023 und ich bin am Stand von Velo mit Valerie. Moin, hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann und Valerie, wir werden jetzt mal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen von Velo und auch ein paar Neuigkeiten sehen, oder? Ja, absolut. Also wir sind total happy hier zu sein. Wir haben jetzt zwei Neuheiten, die wir präsentieren. Das eine ist unser Smart Utility Bike, das man da im Hintergrund da sieht. Da kommen wir gleich hin, gell? Super leichtes Elektrolastenrad. Und die zweite Neuheit ist eben unser Bike Plus Gears, manuelle Schaltung und auch mit Energierückgewinnung. Aber dafür gehen wir nachher raus, oder? Ja, genau. Sehr spannend. Wir legen jetzt mal los. Hi, ich bin Valerie, Co-Founder von Velobike und freue mich hier auf der Messe zu sein, am ersten Tag der Eurobike-Messe. Und ich erzähle doch mal was ein bisschen über Velobike. Also wir haben gestartet eigentlich schon vor vielen Jahren im Design. Wir kommen ursprünglich von der Designbranche, heißt Produktdesigner. Haben wir 2009 schon unser ersten Lastenrad eigentlich zu früh gebaut. Das war damals auch Elektro, aber viel zu schwer und wirklich super komplex, und das war wirklich ein Nischenprodukt im Nischenprodukt. Gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Also seit 2009, jetzt sind wir wieder zurückgekehrt zu unserem Ursprung mit dem Smart Utility Bike, das wir hier zum ersten Mal präsentieren, das SUB. Wir haben gestartet dann wirklich 2017 mit dem ersten Produkt, das wir am Markt gebracht haben. Mit Energierückgewinnung, Elektro, Faltrad, super leicht. Also wir produzieren, entwickeln leichte Mobilitätsprodukte, funktionelle Produkte für die Stadt. Also es sollte wirklich eine Alternative sein für die Fortbewegung, klimafreundliche Fortbewegung in Städten. Dafür eben Klappräder und Lastenräder, die leicht sind, die du überall mitnehmen kannst, die faltbar sind, damit sie nicht mehr Platz abnehmen. Also wirklich etwas, auf dem man nicht verzichten sollte. Und dazu komme ich jetzt mal da zurück zum SUB. Das neue Produkt auch. Es gibt es hier mit den Kindersitzen, aber auch Railings. Ist mit 26 Kilo hier die Chromoly-Version, auch eines der leichtesten Elektro-Lastenräder. Wir haben auch Titan-Version, das beginnt mit 24 Kilo. Wir haben eben so gebaut, auch 20 Zoll Räder, dass die Schwerkraft sehr niedrig ist. Das bedeutet, man fährt sich wirklich sehr stabil. Hat wirklich nicht das Gefühl, dass man ein Lastenrad fährt, aber du kannst dennoch eine Gesamtlast von 210 Kilo für das Fahrrad haben, für das SUB. Mit Frontgepäckträger-Lastenräder, hier das MIG-System, wo du 2 Kindersitze montieren kannst oder auch andere Accessoires, die MIG-kompatibel sind. Hochqualitative Komponenten, die wir verbaut haben, vom Gates-Riemen zu den Magura-Bremsen, Supernova-Lichter und wirklich hochwertig auch verarbeitet. Eine super Sache auch bei dem ist für diejenigen, die es in der Stadt natürlich nützen wollen, abstellen wollen, ist dieser Speedlifter, mit dem du es dann seitlich eben schwenken kannst, hinstellen kannst, und natürlich hier auch dieser höhenverstellbare Vorbau. Hier eben zu ein paar Dingen, Pedale kannst du auch noch falten, wie gesagt, dann hast du ein Maß eigentlich von 29 cm, sehr schmal, wenn du es im Abstellraum auch hinstellen willst, und sehr praktisch. Gut, jetzt habe ich etwas gezeigt zum Smart Utility Bike. Natürlich sind wir sehr aufgeregt, das hier präsentieren zu dürfen. Aber unser Ursprung liegt halt schon im Faltrad. Und das war viele Jahre Entwicklung auch. Wir wollten etwas kreieren, das sich super gut fährt, also sehr stabil. Deswegen eben im Rahmen, hat keine Scharniere, die 20 Zoll Reifen, also fährt sich wie ein normales Fahrrad, und gleichzeitig eben auch ein Elektromodell zu bauen, mit der neuesten Technologie, mit Rekuperation, und das auch sehr leicht ist. Also es sollte keine Hürden mehr geben, warum man jetzt ein Faltrad nimmt. Man kann es überall mitnehmen, jeder weiß, also kostenlos, auch in den Öffis. Deswegen hat das natürlich viele Vorteile. Wir wollten halt wirklich ein Faltrad, als wir angefangen haben, mit der Idee, eigentlich 2010, wirklich ein Faltrad machen, das designt ist und sich gut fährt. Also dass man wirklich keine Kompromisse eingehen muss dafür, dass es eigentlich auch klappt. Also wirklich ein Faltrad für jede Meile. Wir haben das dann auch so konzipiert, dass wir eigentlich Standardmaße verwendet haben, sodass du auch Teile verwenden kannst, also wirklich anpassen kannst für die eigenen Bedürfnisse. Von anderen Herstellern kannst du Teile, kannst du Carbon, Sattelstütze, andere Sachen dazu bauen. Deswegen zeige ich jetzt auch mal vorne
Das Konzept, das wir hier haben, eben mit hochqualitativen Komponenten, die wir schon haben auf unser Faltrad, kannst du auch weitere hochqualitative Komponenten einbauen, individualisieren. Also natürlich in der Form ist es um einiges teurer, aber man kann dann zum Händler gehen und sagen, hey, ich möchte es dann noch anpassen und dann noch leichter machen. Und hier, wie man sieht, hat man dann nachher ein Elektrobike, ein 10 Kilo Titan, den Supermotor aus Italien, ein Zeus-Motor, Energierückgewinnung, der hat einen Neigesensor, so erfährt dann auch automatisch, passt sich dann auch die Trittfrequenz an. Und ich sage auch mal ein paar andere Anpassungen zu unserem Velo-Bike. Hier wieder neu im Sortiment, lange erwartetes Rohloff. Mit der Rohloff-Nabel, 14 Gänge, Buchsattel, hier wieder auch dieser G-Zwiemen und unser Rahmen, die Faltung dazu, das zeige ich euch dann nachher, wenn wir rausgehen. Hier eine Alternative, auch gut zum Rohloff und ein bisschen günstiger ist das Alfine 8, also 8-Gang-Schaltung, auch mit dem G-Riemen. Eben alle unsere Velos, wir haben verschiedene Accessoires, die wir anbieten, noch dazu, vom Heckgepäckträger, den man dort hier sieht, bis hin zu Frontgepäckträger, Schutzbleche, die auch mitfalten, Frontgepäckträger, der auch abnehmbar ist, der passt übrigens auch, dieser Frontgepäckträger, der leichte, auf unser Sub drauf. Also wir schauen, dass es sehr kompatibel ist, auch die Accessoires für beides, unsere Falträder und für das Lastenrad. Hier diese Version sieht man eben auch die Elektroversion mit dem Sohn-Nabendynamo. Hier sieht man auch die Titan-Version. Also eigentlich haben wir alle unsere Modelle, die wir anbieten, von Rocky hier mit der 10-Gang Kettenschaltung, Titan. Wir haben auch die Alfine als Titan-Version, bieten wir standardmäßig dieses Jahr an, also ab diesem Jahr. Rohloff haben wir auch als Titan-Version. Macht das natürlich, wenn du Titan hast, dann noch ein Stück leichter. Plus, wenn man es im Boot mitnimmt oder sonst wo eher im feuchten Gebiet ist Titan immer eine gute Wahl. Ja, aber weißt du was? Ich würde jetzt gerne mal einmal das SUV fahren Machen wir, und oder? euer zweites neues Rad sehen. Super. Draußen haben wir das Bike Plus Gears, manuelle Schaltung, bis zu 6 Gänge. Und da schauen wir uns draußen an. Dann gehen wir los. Also hier bin ich mit dem neuen Modell, das ist das Bike Plus Gears. Das gibt es in der Standardversion eben mit 3 Gänge oder noch zusätzlich mit dem Speed Drive oder Mountain Drive zum Planetengetriebe bis zu 6 Gängen. Es hat eine manuelle Schaltung und auch diesen altbewährten Motor mit Energierückgewinnung von Zeus, der sich eben über eine drahtlose Fernbedienung oder auch durch die App bedienen lässt. Dieses Bike Plus Gears, das faltet sich genauso wie alle unsere anderen Räder. Also der Rahmen ist auch derselbe hier. Das zeige ich jetzt mal, wie das funktioniert. Man öffnet vorne, man nimmt den Sicherungsblind raus und öffnet hier so einen Magneten. Das ist auch so eine Dämpfung hinten, Elastomer. Wenn es geöffnet ist, bringt man das rein. Und gleich unten kann man es dann auch so mitnehmen und rollen. Natürlich kann man es dann auch kleiner machen, indem man die Sattelstütze komplett runterbringt. Das zeige ich auch mal. Das ist jetzt die längere Sattelstütze für Till, das ich gleich testen werde. Also man kann es anpassen, man kann auch einen höheren Vorbau drauf tun für größere Personen. Wenn man über 1,87 ist oder so, dann am besten mit der längeren Sattelstütze. Und hier vorne kann man das dann auch noch so falten und dieses Gelenk auch. Und das auch noch falten, wie gesagt. Dann hier die Version mit der längeren Sattelstütze. Wenn man es dann wieder entfaltet, hier nochmal reindrehen, leicht rein. Das noch, gibt es noch eine Richtung, wo das reinpasst. Zumachen. Und dann der Trick der Sache. Hier ist nämlich ein Magnet, um den zu öffnen. Einmal hier dagegen und dann sich öffnen und vorne wieder schließen. So, und ich denke mal, Till wird jetzt eine Runde drehen und selber sagen, wie es ihm so gefällt. Und er kennt auch unser anderes Fahrrad, das Bike Plus Automatik mit Riemenantrieb und automatischer elektronischer Schaltung. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich auch. Das Besondere ist hier, dieser Zeus-Motor ist super leise. Und wir werden es jetzt mal hier testen, bergauf. Denn da ist es, wo es wirklich zählt. Ja, und es ist trotzdem natürlich nicht unanstrengend, aber
Dieser Motor ist deswegen interessant, weil er rekuperieren kann. Ich trete jetzt rückwärts und man merkt, wie das Rad abbremst, und wenn ich wieder Gas gebe, dann drückt er mich wieder nach vorne. Also man kann immer wieder Energie zurückgewinnen, wenn man in den Schaltpausen, wenn man gerade nicht treten muss, wenn man an Ampeln ranfährt, wenn man dann rückwärts tritt. Und jetzt mal sehen, wie gut mich das hier... Okay, so richtig bergab, da ist die Rekuperation dann nicht stark genug, um mich auf einer langsamen Geschwindigkeit zu halten. Aber es unterstützt den Bremsvorgang echt gut. Also ihr könnt euch das merken, ich bremse nicht, ich trete nur rückwärts und komme quasi auch dabei zum Stehen. Und jetzt wieder Vollgas. Also es ist echt ganz witzig, diese Schaltung funktioniert wirklich gut. Das Fahrrad an sich super stabil, so wie das Testrad, was ich im letzten Jahr hatte. Und das System ist auch intelligent genug, um zu merken, wie viel es unterstützen muss. Und das merkt man gerade besonders bei der Beschleunigung eben. Also bis auf 25 km/h ist die Beschleunigung echt gut, gerade beim Anfahren. Und beim Rückwärtstreten dann gewinnt er Energie zurück. Das ist echt cool. Das war gerade ohne Bremsen. Ah. Ja. Ah, man muss den Cargoline-Motor einfach lieben. In Kombination mit dem 20 Zoll Hinterrad. Das ist eine echte Rakete, auch hier in dem Velo. Und dann noch mit so einem relativ leichten Fahrrad. Also hier ist, wie gesagt, der Cargoline-Motor mit dem smarten System verbaut, der in Violo und Riemen. Der ist einfach super schnell. Das macht einfach richtig viel Spaß. So, und jetzt mal sehen, wie sich dieses Rad hier den Berg rauf verhält. Also ich habe hier eine sehr angenehme Sitzposition, muss ich sagen. Sehr aufrecht. Das ist so einfach mit diesem Motor. Einfach hier hochzurollen. Richtig easy. Also hier gibt es natürlich dank des Mittelmotors keine Rekuperation oder ähnliches. Aber das Rad fährt sich einfach sehr angenehm. Ja, super kräftige Bremsen hier von Magura. Also Velo hat hier wirklich tief in die Ausstattungsliste gegriffen. Und sehr gute Komponenten verbaut. Vielen Dank, Valerie, dass ich das mal fahren durfte, oder die beiden Räder, ja, und dass du uns mal die Welt der Velo-Bikes gezeigt hast. Wann werden denn die neuen Modelle verfügbar sein? Das Bike Plus Gear ist sofort verfügbar. Kann man schon bestellen bei uns unter velo.bike mit Doppel-L vielleicht daneben. Und dann haben wir das Sub Smart Utility Bike ab September ist verfügbar. Okay, September 2023 in diesem Fall. Und ja, das sieht auf jeden Fall nach einem sehr vielversprechenden Fahrrad aus. Und ich glaube auch, dass ihr euch echt gut aufstellt. Also auch gerade das Bike, das wir jetzt hier vorne sehen, mit diesem Gravel-Lenker und so, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu den Velo-Bikes habt, dann schreibt sie doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert euren Kanal. Ganz genau. Also, tschüss. Ciao. Bis dann und vielen Dank, Valerie. Ja, danke dir.